Heute bin ich solo hier. Und ich habe eine sehr, wir sagen mal, schwere Woche. 2 schwere Wochen hinter mir gerade. Ich habe mir jetzt zum 4. Mal die Nase gebrochen in meinem ganzen Leben. Und es war das erste Mal, dass ich sie operieren lassen habe. Und es war ein absoluter Pain. Ich würde mal so kurz drauf eingehen, was passiert ist. Warum hat der Junge sich schon wieder das 4. Mal die Nase gebrochen? Es war eigentlich ein ganz schöner Tag. Ich bin mit dem Fahrrad 1 Stunde in den Wannsee gefahren und wollte mich mit meinen Jungs treffen. Wir wollten einen richtigen Männertag zusammen machen. Wir haben schon gesagt, wir werden grillen. Wir haben eine Tischtennisplatte aufgestellt. Ich bin da angekommen, wir haben kurz ein bisschen Film geguckt, dann haben wir Tischtennis gezockt und dann saßen wir so zu 6 Mann in einer Runde und ich war so, wollen wir ein bisschen ringen? Das war total dumm, dass es wieder von mir gekommen ist, aber da hat sich auf jeden Fall ein Freiwilliger gefunden, der zu mir meinte, dass er 6 Jahre lang BJJ gemacht hat. Das ist brasilianisches Jiu-Jitsu, Leute. Und das bedeutet, der ist sehr gut im Bodenkampf. Also der kann sehr gut ringen. Und ich bin ein absoluter Amateur. Ich habe aber schon ein bisschen Erfahrung gemacht und war so, okay, let's do this. Und es hat wirklich 7 Sekunden gebraucht, bis ich volle Kanne ein Knie ins Gesicht bekommen habe. Und meine Nase wie diese Krokodilklammer aussah, weil es komplett nach links gebrochen ist. Und ja, das hat mich ein bisschen ausgenockt. Deswegen konnte ich leider auch letzte Woche keine Folge aufnehmen. Ich wurde glücklicherweise von meiner Freundin zu Hause verarztet. Die hat sich sehr gut um mich gekümmert. Die ist extra aus Köln direkt an dem Tag noch, wo ich ihr das Bild geschickt habe, zu mir nach Berlin gekommen. I love you, Schatz. Danke nochmal dafür. Und ja, zusätzlich kamen einfach dann viele Sachen dazu. Ich musste die Narkose, eine Operation haben, die Nase musste begradigt werden. Wobei ich nicht so viel von dieser Begradigung sehe, ehrlicherweise. Ja, und es war absoluter Pain einfach. Da waren Tamponaden drin, die rausgezogen werden mussten. Das war das schlimmste Gefühl, was ich jemals in meinem Leben hatte. Meine Nebenhöhlen haben sich entzündet, die waren verstopft, ich hatte die ganze Zeit Kopfschmerzen und gleichzeitig habe ich noch ein Gerstenkorn bekommen und dachte wirklich, dass ich mein Leben lang jetzt mit so einem angeschwollenen Auge rumlaufen muss. Und tatsächlich ist heute der erste Tag, wo es mir mal wieder einigermaßen gut geht. Und da dachte ich mir, nehmen wir uns doch heute mal die Zeit, eine schöne neue Folge aufzunehmen für euch. Worüber sprechen wir denn heute? Das ist eine ganz interessante Frage, das müssen wir vielleicht von Anfang an klären. Ich habe gerade von meiner Freundin erzählt. Ja, ich bin jetzt in festen Händen. Und das Ganze ist eine Fernbeziehung. Heißt also, das Thema Fernbeziehung machen wir einmal ein bisschen auf. Und in dem Rahmen sprechen wir ein bisschen darüber, wie meine letzten 2 Jahre waren, als ich gedatet habe. Ich bin der Date-Doktor in Jele. Ich habe sehr viel darüber gesprochen und war irgendwie immer sehr unerfolgreich, was das Ganze angeht. Wir sprechen über Unsicherheiten und wie wir das Ganze so handhaben heutzutage in Big 26. Hab ein Kribbeln im Bauch, es geht nicht raus, jetzt wird es viel zu laut raus. Ja, lass uns doch einfach erstmal über das größte Thema überhaupt reden, Leute. Ich bin einfach jetzt offiziell seit 1 Monat und 1 Tag in einer Beziehung. Also ich habe vor 1 Monat gefragt, offiziell, ob wir zusammen sein wollen. Und es ging verhältnismäßig tatsächlich sehr schnell. Ich habe diese Frau vor 2,5 Monaten kennengelernt. Und es ist crazy, weil ich war jetzt 3 Jahre knapp Single. Und für mich sind solche Sachen wie eine Partnerin finden, zu sagen, dass ich eine Person liebe, so, glaube ich, mit das größte Ding in meinem Leben einfach, weil ich da, glaube ich, auch die größten Unsicherheiten mittrage. Und ich war mir bei keinem Menschen jemals so schnell sicher, dass ich die Person an meiner Seite haben möchte. Ich habe am gleichen Abend noch gesagt, dass ich sie liebe. Sie hat es glücklicherweise erwidert. Und seitdem bin ich in einer
glücklichen Beziehung. Total toll. Und das Verrückteste daran ist, es ist eine Fernbeziehung. Ich habe ehrlicherweise niemals gedacht, dass ich eine Fernbeziehung eingehen werde. Ich habe schon mal ein paar Versuche gestartet und die sind absolut in die Hose gegangen. Rein übers Kennenlernen. Und ich habe es mir geschworen, ich werde das nicht machen. Und jetzt bin ich übertrieben glücklich und ja, um ehrlich zu sein, ich ziehe wahrscheinlich in 1,5 Monaten nach Köln. Deswegen wird es nicht so eine lange Fernbeziehung sein. Sehen wir uns da in Köln zusammen. Aber ich glaube, ich würde so ein bisschen gerne darüber sprechen, wie wir das Ganze so handhaben. Weil ich glaube, Fernbeziehung ist schon ein großes Ding bei vielen unter uns. Wie kriegt man das hin? Wie geht man mit Ängsten um, mit Unsicherheiten, wenn die Person nicht direkt bei dir ist? Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin schon ein selbstsicherer Mensch. Ich würde sagen, dass ich auch sehr selbstbewusst bin. Aber ich merke jetzt schon, vor allem in den letzten 2 Monaten, sehr häufig, dass ich da ein bisschen an meine Grenzen komme. Also, dass Unsicherheiten, Ängste und auch Eifersucht schon doch irgendwie ein größeres Thema bei mir sind, als ich es jetzt die letzten 2,5 Jahre ja im Internet gesagt habe, weil ich immer war so, es gibt keine gesunde Eifersucht. Ich bin voll mit mir im Reinen. Ich habe keine Ängste und ich wurde mit dem absoluten Gegenteil überzeugt. Und ja, das das bedeutet, dass ich in den letzten Wochen häufiger mal in den Spiegel geguckt habe und mich wirklich gefragt habe, so, Bro, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Was sind das für Gedankenkarusselle in deinem Kopf? Und wieso fühlst du dich gerade so, obwohl du eigentlich immer gesagt hast, dass du so eine selbstsichere Person bist? Muss aber tatsächlich sagen an der Stelle, dass ich da eine wundervolle Partnerin an meiner Seite habe, die das Ganze sehr gut auffangen kann, die mich auch nicht schlecht fühlen lässt, wenn ich mit diesen Unsicherheiten auf sie zugehe und die offen kommuniziere. Ich glaube, da sind wir so beim Stichpunkt Kommunikation. Ich habe wirklich krass gemerkt, wie wichtig das Ganze nochmal ist. Also man sagt ja immer, Kommunikation ist das A und O. Aber wie wichtig das Ganze wirklich ist mir jetzt in den letzten Wochen sehr krass bewusst geworden. Vor allem bei Thema Fernbeziehungen so oft in den Austausch zu gehen, wie es überhaupt nur möglich ist. Also wir telefonieren, glaube ich, 4-mal am Tag gemeinsam. Normal über FaceTime. Wir gucken, dass wir uns dennoch regelmäßig treffen. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation, weil ich außer jetzt dem Podcast wahrscheinlich echt wenig Aufgaben in meinem Leben habe, die so zeitintensiv sind oder Zeit fressen. Also ich habe keinen 9-to-5-Job oder so. Deswegen habe ich sowohl zeitlich als auch finanziell krasse Privilegien, hin und her reisen zu können und öfter mal in Köln zu sein, als es vorher der Fall war. Und ich glaube, wenn ich mir das Ganze jetzt gerade angucke, der Grund, warum die meisten Fernbeziehungen scheitern, ist, dass sich die Personen nicht genug ins Zeug legen. Also, dass man wirklich sich jeden Tag aktiv entscheiden muss, okay, ich will der Person zeigen, dass ich sie liebe, ich will ihr die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient und ich will, egal was irgendwie zwischen uns steht, das Ganze so ein bisschen klären. Oder nicht nur ein bisschen, sondern komplett klären. Ich dachte tatsächlich, dass Fernbeziehungen eigentlich immer zum Scheitern verurteilt sind, bis ich es jetzt am eigenen Leib erfahren habe, Leute. Also ich muss auch an der Stelle sagen, fühlt sich für mich jetzt gerade irgendwie gar nicht wie eine Fernbeziehung an, weil ich einfach sehr viel mit meiner Freundin so rede, schreibe, telefoniere und sie auch treffe. Es ist halt am Ende des Tages gerade nur die Distanz und ich glaube, das macht einfach den krassesten Unterschied, dass wir uns
immer die Mühe geben, uns regelmäßig zu sehen und uns regelmäßig abzudaten. Ich glaube, das, woran es am meisten scheitert, wenn ich mir das angucke bei Freunden, die eine Fernbeziehung hatten, war es halt wirklich dieses, eine Person ist immer dabei, die mehr Input gibt. Irgendwann wird das Ganze dann als selbstverständlich gesehen und du merkst einfach, dass so ein bisschen die Luft rausgeht, weil man sich dann komischerweise doch irgendwie eingeengt fühlt in seinem Alltag, weil man irgendwie die ganze Zeit Bescheid geben soll oder muss, was man jetzt gerade macht, weil ich glaube, die Kunst ist es quasi bei einer Fernbeziehung halt trotzdem irgendwie noch ein gemeinsames Leben zu haben. Also nicht, dass jeder so in seiner Stadt ist oder in verschiedenen Ländern ist und da die ganze Zeit sein Leben hat und man dann irgendwie nur ein Leben zusammen hat, wenn man zusammen ist, sondern dass man den Partner an seinem Leben teilhaben lässt. Also egal, wo ich bin, ich schicke immer so ein paar kurze Eindrücke, so ich fahre jetzt gerade zum Podcast, nehme was auf, ich bin gerade mit meinen Freunden unterwegs und wir gehen was essen. Ich nehme mir jetzt mal 2 Stunden Zeit für mich selbst, was ja absolut fein ist, so. Aber so diese Person am Leben teilhaben zu lassen, ist, glaube ich, so mit das, was dieses Fernbeziehungsgefühl am krassesten killt. Ja. Was ich auch jetzt wieder für mich gelernt habe durch die Beziehung, dass ich in den letzten 2 Jahren sehr krass so Komfort gedatet habe. Also als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich so gesagt, dass ich 100% meinen Seelenfrieden haben möchte einfach. Also, dass ich so vielen Konflikten wie möglich aus dem Weg gehen möchte. Und das hat sich, glaube ich, auch sehr krass in meinem Datingverhalten gespiegelt. Ich habe sehr viele erste Dates gehabt. Ich war am Anfang noch sehr optimistisch und habe gesagt, okay, große Stadt, viele Leute, kann mal sein, dass ich am Anfang irgendwie ein bisschen Griff in die Kloschüssel hatte. Aber es hat sich mit der Zeit so entwickelt, dass ich immer pickier wurde. Also je mehr ich quasi Zeit alleine verbracht habe und auf meinen Seelenfrieden geachtet habe und gesagt habe, ich möchte daran nichts verbiegen, daran nichts verbiegen und daran nichts verbiegen, desto schwieriger wurde es für mich, eine Person kennenzulernen. Weil eine neue Person in sein Leben zu lassen quasi hieß, ich muss Kompromisse eingehen. Und das war dann relativ einfach immer damit zu begründen, so, bei mir ist eigentlich alles gut, alles so, alles super. Und ich will nur mit dieser Person nicht zusammen sein, weil ich irgendwie Angst habe, dass das und das Verhalten meinen Alltag crashen wird, so. Und jetzt, wo ich in einer Beziehung bin, merke ich erstens, wie krass irrelevant manche Themen sind, wenn man jemanden datet. Also so gewisse Verhaltensweisen, so dieses perfekte, idealisierte Bild von einem Menschen, den man datet, existiert leider einfach nicht. Jeder hat so seine Mankos, die bei meiner Freundin natürlich super gering sind, weil sie eigentlich perfekt ist, low-key. Und was ich jetzt halt in einer Beziehung merke, wie krass mich aber diese Konflikte, die damit einhergehen, dass ich Kompromisse eingehen muss, weiterbringen. Also jedes Mal, wenn irgendwas im Raum steht an Themen, die ich vorher vermieden habe, merke ich nach dem Gespräch, also wenn wir miteinander reden, und das sind manchmal wirklich so 5, 6 Stunden, die wir so ein Thema durchkauen, wie krass weiter mich das bringt. Und das habe ich gemerkt, dass das in den letzten 2 Jahren ultra krass gefehlt hat. Ich war also eigentlich am Stagnieren und Stillstand fühlt sich halt für viele Menschen auch einfach gut an, weil so wenig, also je weniger Veränderung du im Leben hast, desto weniger musst du dich natürlich auch anstrengen oder verändern. Und ich finde es crazy, dass wir uns, glaube ich, langsam in eine Richtung bewegen, wo es Menschen auch ermöglicht wird, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Sprechen wir einfach nur jetzt über das Thema AI. Ich merke es selber bei mir, wie oft ich in irgendwelchen Situationen ChatGPT gefragt habe, habe ich jetzt hier gerade was falsch gemacht? Also wirklich, ich habe gefragt,
habe ich jetzt hier in der Situation was falsch gemacht? Und ich habe das ChatGPT gefragt, weil ich mir sicher war, dass ich eine positive Rückmeldung bekomme und mir gesagt wird, nee, du hast hier nichts falsch gemacht. Das ist absolut verständlich in dieser Situation. Und wir bewegen uns gerade in eine Richtung, wo Apps entwickelt werden oder entwickelt wurden mittlerweile und Menschen anfangen, wie quasi Beziehungen mit KI zu führen. Einfach aus dem Grund, dass du dich halt mitteilen kannst und dass du über Themen sprechen kannst, ohne dass du mit Kritik rechnen musst. Oder zumindest bekommst du Kritik, die sich halt für dich gut anfühlt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen unheimlich. Weil wenn ich jetzt rückblicke auf meine letzten 2 Jahre, wo ich solchen Konflikten aus dem Weg gegangen bin, habe ich das Gefühl, wenn ich es jetzt so rückblickend anschaue, dass ich Stück für Stück eigentlich beziehungsunfähiger geworden bin. Weil ich mit jeder Konfrontation, der ich aus dem Weg gegangen bin, mich immer mehr in mich selbst eingepfercht habe und gesagt habe, okay, ich werde das auch in Zukunft meiden. Und das passiert jetzt, glaube ich, gerade. Also, man kann jetzt natürlich sagen, wir haben jetzt Apps, die mit KI quasi dir ein gutes Gefühl geben, aber das passiert ja auch jetzt schon gerade, also ist auch schon vorher passiert mit Dating-Apps. So, du hast halt eine Möglichkeit gefunden für Menschen, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen, mit Dating-Apps, mit Messenger-Apps, wo du Nachrichten einfach nur noch schreiben kannst und quasi diesen Konflikten aus dem Weg gehen kannst und nicht mehr Auge zu Auge, also in einem 4-Augen-Gespräch mit der Person zu sprechen. Und ich merke gerade, wie immens wichtig das ist für den eigenen Wachstum, weil du so viel mehr noch über dich selbst lernen kannst, ob es jetzt Input ist von deinem Gegenüber, der dir vielleicht ein paar Sachen mitgibt, die dich weiterbringen, aber auch dieser Gedankengang in deinem Kopf, hey, es ist okay, auch mal Fehler zu machen und es ist auch okay, andere Menschen damit zu konfrontieren. Und super häufig sind die Ohren auch geöffnet in dem Moment. Also die hören dir auch zu, wenn du Sachen zu sagen hast. Und ich glaube, wir sind schon in einer Zeit angekommen, wo so Selbstoptimierung total das große Ding geworden ist. Jeder achtet mit allen Sachen, die es gibt, sei es Schlaf, Essen, Freundschaften. Es geht irgendwie so krass in eine Richtung, dass Leute sich die ganze Zeit in diesem Selbstoptimierungswahn sind. Und ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn du so einen Optimierungswahn halt auch hast in Thema Beziehungen oder auch zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe es jetzt 5-mal schon gesagt. Ich glaube, dass diese Konfrontation, Konflikte schon immer etwas war, woran man wachsen kann. Ich bin gespannt, wo das hingeht, weil ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen im Kopf, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es schon viele Apps gibt und diese Szenarien hatten wir auch schon ein paar Mal in Filmen, dass Leute sich immer mehr dahin gezogen fühlen, kompromisslose Beziehungen mit KI zu führen. Und da sollten wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig werden, weil das, glaube ich, am Ende des Tages dazu führt, dass die Menschen sich allgemein, also nicht nur auf einer romantischen Ebene, sondern auch in anderen Ebenen immer weiter auseinanderleben. Wenn ich jetzt irgendwie draußen in der Stadt bin und gucke, wie viele schon so auf ihr Handy gucken, während die draußen sind und gar kein Auge mehr dafür haben, was in ihrer Umwelt passiert, so. Und wir jetzt das Ganze noch mehr fördern durch zwischenmenschliche, romantische, sexuelle Beziehungen, dann haben wir am Ende des Tages nur noch Leute zu Hause sitzen, die die ganze Zeit vorm Bildschirm hängen oder irgendwann mit Robotern sprechen, wo gar keine richtige Seele ist. Vorsicht. Ja, wo wir jetzt aber so viel auch über Unsicherheiten und sowas gesprochen haben, habe ich tatsächlich noch ein anderes Thema, über das ich gerne reden würde. Ist jetzt vielleicht ein kleiner harter Cut so, aber was mir jetzt irgendwie genau in diesem gleichen Bereich auch aufgefallen ist,
und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dass es auch irgendwo ein männergemachtes Problem ist, also was von Männern geschaffen wurde. Mir ist jetzt super häufig aufgefallen, wenn ich mit Freundinnen gequatscht habe, und wir hatten hier auch schon viele Gästinnen, die das ganze Thema auch angesprochen haben, diese ganze Geschichte mit Männer daten, die nicht dein Typ sind. Damit hat es so ein bisschen angefangen. Aber ich habe jetzt vermehrt schon Situationen gehabt, wo Freundinnen von mir gesagt haben, ich finde den Typen eigentlich gar nicht so geil, den ich gerade date, aber der gibt mir Sicherheit. Und dafür gibt es tatsächlich einen Begriff, der nennt sich nämlich Shrekking. Ich denke, jeder von euch kennt den Film Shrek. Und da ist ja quasi das Phänomen, oder nicht das Phänomen, die Storyline, dass Fiona von Shrek aus dem Drachenturm genommen wird und sie dann über Nacht eine Prinzessin wird und quasi das Verhältnis, das Attraktivitätsverhältnis zwischen den beiden total unterschiedlich ist. Also Shrek ist ein Oger, ob wie hässlich so in dem Sinne, und Prinzessin Fiona ist als Mensch eine wunderschöne Frau. Und daher kommt es quasi her, dass man sagt, dass Frauen sich gerade bewusst Männer suchen, natürlich nicht alle, wir pauschalisieren nicht, aber dass es mittlerweile häufiger vorkommt, dass Frauen sich bewusst Männer raussuchen, die gesellschaftlich als eher weniger attraktiv gesehen werden. Und das rein aus dem Aspekt, dass, deswegen sage ich ein männergeschaffenes Problem, einfach Typen, gut aussehende Typen in der Vergangenheit es sich low-key verspielt haben. Es gibt Studien, die besagen, dass einfach die Rate an Fremdgehen bei Männern, die gut aussehen, objektiv einfach deutlich höher ist, was ja total Sinn macht, weil die einfach einen größeren Pool an Frauen bespielen. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlicherweise. Wir sprechen in meiner Beziehung sehr viel über so Thema Augenhöhe. Sehen wir uns als gleichwertig? Können wir uns in die Augen gucken und sagen, ich respektiere dich genauso, wie du mich respektierst? Siehst du so viel in mir, wie ich in dir sehe? Und das ist auch ein Thema, worüber wir häufig sprechen. Und ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist für eine Beziehung, damit keine Hierarchie oder irgendeine komische Dynamik zwischen einem passiert, dass man auf Augenhöhe agiert. Und das nehmen, glaube ich, oder das nimmt man, glaube ich, schon sehr krass raus, diese Augenhöhe, wenn man sich aktiv für einen Menschen entscheidet, den man nicht attraktiv findet. Und ich finde es, wie gesagt, einfach problematisch, wenn du irgendwann in, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren neben deinem Partner sitzt und dir denkst, boah, ich krieg hier alles, was ich brauche. Ich krieg die Sicherheit, ich krieg Komplimente. Der macht alles für mich, was mir eigentlich wichtig ist. Aber du guckst die Person an und denkst dir, boah, das ist aber gar nicht mein Fall. Und das schafft Augenhöhe. Und das ist etwas, was man unterbewusst auf jeden Fall ausspielt und was man auch andere Personen spüren lässt, würde ich jetzt mal sagen. So, ich glaube nämlich, dass also der Mann, der dann die schönere Frau, also ich löse mich natürlich von solchen Dingern, Leute, ich wollte das nochmal gesagt haben, jeder kann daten, wen er will, und dieses ganze gesellschaftliche Attraktivitätsthema ist absoluter Müll so, alles soll subjektiv sein, jeder entscheidet für sich selber, was schön ist und was nicht. Aber wenn wir es jetzt einfach mal objektiv betrachten, glaube ich, dass der Mann, der in der Situation ein bisschen hässlicher ist, sich natürlich in einem Moment denkt so, boah, krass, habe ich hier heftiges Glück, dass ich so eine schöne Frau habe. In dem werden aber mit Sicherheit auch krasse Unsicherheiten ausgelöst, weil das Phänomen, was die Frau hatte mit gut aussehenden Typen, dass da Ängste sind, dass die sich eventuell Sorgen macht, dass der fremd geht, dass der ein zu krass poliertes Ego hat oder sowas, I don't know, passiert, glaube ich, über die Zeit dann auch mit einem Typen, wo das halt andersrum passiert. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Um das ganze Thema so ein bisschen abzuschließen, würde ich, glaube ich, noch mal so darauf eingehen, was ich jetzt so für mich gelernt habe. Wenn man das so hört, 2 Monate, dass ich 2 Monate in einer Beziehung bin, könnte man sich denken so,
ist eine echt kurze Zeit, was will der mir eigentlich gerade erzählen? Für mich fühlen sich diese 2 Monate an, als würde ich seit einem Jahr in einer Beziehung sein. Es ist schon unfassbar viel, also super viel einfach passiert, super viel erlebt. Und wenn ich mit meiner Freundin am Tisch sitze und wir darüber reden, dann können wir beide nicht glauben, dass es 2 Monate sind. Aber deswegen glaube ich, dass ich, sage ich jetzt mal, die Berechtigung habe, darüber zu sprechen, was da einfach oder worauf man achten sollte. Ich glaube, ich bin im Recht, wenn ich sage, dass jeder Mensch, der auf dieser Welt ist, irgendwo nach Liebe sucht und die auch haben möchte. Vielleicht sind viele von euch jetzt gerade da draußen und sagen, ich bin in meiner Self-Improvement-Area und ich brauche das alles gerade nicht. Oder viele, die jetzt gerade einen Heartbreak durchhaben, aber über kurz oder lang wird es immer darauf hinauslaufen, dass man sich einfach einen Partner an seiner Seite wünscht. Aber ich glaube, dass das Endresultat ist, was am Ende zählt. Es gibt super viele Geschichten, dass Menschen sagen, dass sie nach Erfolg jagen und sonstigem, Selbsterfüllung und sowas. Am Ende ist es immer die gleiche Geschichte. Liebe zur Familie oder Liebe zum Partner, Partnerin ist das, was so am wichtigsten ist. Und ich glaube, ich habe es im Podcast auch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das ist irgendwie so low-key der krasseste Jackpot, den man im Leben ziehen kann. Und mit diesem Jackpot sind halt auch Kompromisse verknüpft. Und da kommen einfach super viele Unsicherheiten hoch. Du gibst irgendeinem Menschen, der für dich erstmal fremd war, dein Herz in die Hand und machst dich einfach absolut verletzlich. Und das ist angsteinflößend. Ich merke es bei mir selber. Ich finde mich super häufig in Situationen wieder, wo ich Angst habe, verletzt zu werden. Angst habe, als schwach gesehen zu werden, weil ich mit Unsicherheiten offen und ehrlich umgehe. Aber das muss man dafür eingehen, dass man dann halt auf der anderen Seite sowas Schönes wie Liebe hat. Und ich glaube, wir sollten aufhören, Mittel und Wege zu suchen, das ganze System in der Hinsicht quasi so in Anführungsstrichen auszudribbeln. Sei es durch Methoden, jemanden zu daten, der nicht deine Liga ist. Sei es mit Lügen, wie du versuchst, Personen zu imponieren. Sei es jetzt gerade wirklich das Thema mit KI, sich da irgendwie einen Ausweg zu finden, dass die Bedürfnisse anders abgedeckt werden. Und ich könnte hier, glaube ich, jetzt noch zig andere Sachen aufzählen, mit denen versucht wird, sowas zu optimieren. Und am Ende des Tages solltest du einfach gucken, dass du dich fallen lässt und einfach guckst, was da passiert. Und einfach das Ganze mit offenen Armen zu empfangen, über eigene Grenzen hinausgehen und dich trauen, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Und es quasi zu wagen, um jetzt mal so ein bisschen dramatisch in das Ganze reinzugehen. Weil ja, ich bin in Situationen, wo ich Angst spüre, ich bin in Situationen, wo ich Unsicherheiten spüre, aber das Gefühl, jemanden an deiner Seite zu haben, der dich versteht, der dich so nimmt, wie du bist, ohne dass du dich verstellst, wiegt das Ganze viel zu krass auf. Also das kannst du nicht mal in Vergleich setzen, wie viel mehr wertvoll dieses Gefühl von Liebe ist, als die Unsicherheiten und Ängste, die du da mit dir trägst. Genau. Und ich glaube, weil ich meine Gäste ja auch immer frage, was deren Abmoment ist. Und ich habe meinen Abmoment das erste Mal am Anfang der allerersten Folge mal genannt. Ich würde sagen, ich habe einen neuen Abmoment, dass ich mich auf diese Fernbeziehung eingelassen habe. Dass ich alles, was sich in mir gesträubt hat, beiseite gelegt habe und gesagt habe, ey, du hast einen riesengroßen Koffer an Herausforderungen irgendwie, den du mit dir trägst. Versuch doch einfach mal mit diesem Koffer, ja, neben dieser tollen Frau Platz zu nehmen und zu gucken, ob sie, weiß ich nicht, sich damit arrangieren kann. Und ich spreche sehr viel. Ich habe hier jetzt auch sehr viel gesprochen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel ich in der Beziehung habe. Egal, was ich angesprochen habe, egal, was ich bisher gesagt habe über mich, über meine Vergangenheit, es wurde
herzlich aufgefangen und ich werde dafür genommen, wie ich bin. Und das ist ein super wunderbares Gefühl. Und das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, das zu sagen. Ich habe mich wie ein kleines Schulkind gefühlt, als ich sie gefragt habe, ob wir zusammen sein wollen. Ich habe gestottert. Ich hatte Angst vor Ablehnung. Ich hatte Angst davor, dass sie Nein sagt. Ich hatte Angst davor, dass es eine Lachnummer wird. Und ich habe mich das getraut und bin den Weg jetzt gegangen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich natürlich hoffentlich das ganze Leben lang jetzt durchzieht. Und ja, das war, glaube ich, mein Ab-Moment. Ja zu sagen zu einer Fernbeziehung. Ja, und damit würde ich auch sagen, haben wir hier eine kleine Solo-Folge abgedreht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas, was euch beschäftigt, zu den gewissen Themen, könnt ihr immer gerne schreiben in die Kommentare. Privat an mich, Date Dr. Daniele, privat an Pickup, je nachdem. Und vielleicht können wir sogar in der nächsten Folge dann auf diese Themen eingehen. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche und alles Gute euch. Ciao, ciao.